Hallo, schön, dass ihr alle da seid auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich bin Petra Tölken, ihr kennt mich und wir haben heute was zu feiern. Wir sind 150.000 Abonnenten, das ist eine unglaublich große Zahl. Ich freue mich, dass du dahinter stehst und das ist für mich eben nicht nur eine Zahl, sondern ich kenne ja auch schon so viele Namen. Deshalb weiß ich, dass da auch immer ein Mensch hintersteht und dass du den Weg immer vor allen Dingen sonntags hierher findest und wir hier gemeinsam uns treffen und gemeinsam in meinem Atelier malen. Und das finde ich besonders schön, denn damit schaffen wir eben auch tatsächlich diese Gemeinschaft hier und schaffen etwas, was ich finde auch so wertvoll gerade in dieser jetzigen Zeit ist. Und heute möchte ich etwas malen mit dir, wo ich etwas Ruhe finde, wo ich mich in Ruhe auf einen Malprozess einlassen kann, und dementsprechend habe ich heute gewählt eine Technik wieder mit dem Fensterwischer und möchte die Farbe wieder fließen lassen, möchte den Prozess erleben, möchte gucken, wie die Farbe fließt, was kann ich als nächstes machen. Lass auch Trocknungszeiten eben zu und genieße auch die Trocknungszeit. Mach dir schöne Musik an nachher und misch dir vorher die Farben an und ja, und dann gucken wir mal, was jetzt so kommt. Also viel Spaß heute mit dem Video und schön, dass ihr alle da seid. Jetzt muss ich immer an das letzte Video denken, wenn ich das Werkzeug nass mache. Da war ja so viel Wasser auf der Leinwand, hier ist ganz wenig jetzt. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen dazu, also Wasser brauchst du bei dem Werkzeug ein bisschen, nicht zu viel. Der erste Schritt über die weiße Fläche ist ganz einfach. Du kannst einfach mit Kohle vorzeichnen und rumkrickeln und damit schon ja, auf neue Ideen kommen. Denn ich kann jetzt hier mit der blauen Farbe einfach die Fläche so ein bisschen nachziehen oder die Form. Ja, es passiert einfach viel. Also ich habe jetzt wieder eine Linie, aber eine Breite über dem Pinsel. Und ich könnte jetzt diese Form auch einfach nur ausmalen. Also für später schon mal merken. Aber ja, es inspiriert einfach. Passiert so viel beim ersten Mal. Schau dir an, wie die Farbe fließt, wie die da hinten fließt. Nimm dir Zeit. Genieß einfach den Moment. Und dann ist es einfach eine Spielerei. Also lass dich einfach auf so einen spielerischen Prozess ein, wo du die Farbe eben verteilen kannst und schauen kannst, was dabei passiert. Einfach schön. Und ich bin jetzt natürlich auch beeinflusst von dem letzten Bild, weil ich da ja eher mittig nur gearbeitet habe. Und ich fand den Kommentar auch so schön. Stimmt, es muss ja gar nicht. Es muss gar nicht die ganze Fläche immer bemalt sein. Und das fand ich ganz, ganz amüsant. Du kennst das ja auch schon von dem blauen Akt, den ich hier auf dem Kanal habe. Den habe ich ja genau so gemalt. Kannst also auch in der nassen Farbe rumkrickeln, einfach mit dem Werkzeug wieder Linien auftauchen lassen. Da ja, experimentiere. Wieder ein toller Effekt. Das kennst du schon aus dem Blumenbild, was ich gemacht habe. Ich sehe die Dinge halt gerne. Ich kann sie mir natürlich auch vorstellen und ich weiß, dass ich das jetzt so nicht beibehalten will, aber ich probiere aus. Jetzt verstreiche ich das wieder und ich überlege mir jetzt, ob ich das vielleicht später nochmal an die Oberfläche bringe, so als Akzent
Aber jetzt hier möchte ich das Ganze noch nicht haben. Das ist eben eine flüssige Farbe und jetzt nehme ich hier nochmal eine feste Farbe. Ja, du siehst, die Farbe verläuft gar nicht, ne? Auch das Verstreichen ist anders. Also es lässt sich die Farbe anders verstreichen und es entstehen neue Effekte darüber. Ja, und ich kann jetzt hier auch den Untergrund wieder frei schaufeln sozusagen. Und nach rechts die Farbe schmeißen ganz leicht und das ist schön, da habe ich so erhabene Flächen und flache Flächen. Ja, die Linie, die wird jetzt unterschiedlich farbig, weil die Farbe eben auch noch nass ist und hiermit schaffe ich mir auch wieder die Möglichkeit später, wenn ich möchte, auch wieder einzelne Formen zu betonen. Also so wie ganz zu Anfang schon. Da könnte ich dann auch irgendeinen Teil dann farbig, flächig ausmalen. Ich habe die Fläche geföhnt. Die Farbe verändert sich immer wieder auch beim Trocknen und du siehst hier, die Farbe ist dick, trocknet langsamer und jetzt muss ich halt aufpassen, wie ich weiterarbeite, ob ich mir das zerstöre oder nicht, denn hier ist es wirklich noch nass tatsächlich. Beim Föhn habe ich mir diesen Sandton angemischt und den finde ich ganz schön. Ich finde, der passt einfach. Einen dunkleren Farbton möchte ich auch dazu haben. Eigentlich wollte ich ein gelbes Bild malen. So kommt das. Blau und Gelb. Ich wollte eigentlich wieder ins Grün kommen. Aber jetzt bin ich doch eher in diesen Blau-Sandtönen und mal sehen, wie ich es jetzt so weiterarbeite. Auch diese breiten Pinselstriche und diese erhabene, dicke Farbe da drauf mag ich, also diesen Kontrast in der Höhe, einfach durch die Farbe, finde ich ganz schön. Und auch diesen Pinselstrich, diesen groben, mag ich total gerne. Auch gerade jetzt hier, diese Stelle finde ich ganz schön, wo die Farben so ein bisschen ineinander laufen. Aber ich werde es trotzdem wieder verwischen. Ja, das meinte ich. Ne? Hier könnten jetzt auch, wenn dann jetzt noch andere Formen wieder wären von der Linie, könnte ich die jetzt auch einfach ausmalen, flächig. Aber ich möchte eher ganz unbedacht weitermalen. Also ich möchte keine konstruierten Formen oder Quadrate, Rechtecke, Dreiecke haben, Kreise. Ich will eher noch unbedarft weiter malen und experimentieren.
Ja, jetzt habe ich fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt fehlt nur noch das. Das wollte ich schon die ganze Zeit haben und sehen und sagen. Also dieses belebende Orangebrot finde ich schön. Wieder anders geworden, als ich wollte. Also gelb, türkis hatte ich mir angemischt, orange und rot wollte ich mit auftauchen lassen. Das kam jetzt alles nicht zum Einsatz, aber es macht nichts. Das nehme ich dann einfach beim nächsten Bild. Und so ist es dann eben geworden und so gefällt es mir auch. Ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben. Danke für dein Like, danke für dein Abo. Und ja, falls du noch keins hast, unbedingt den Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir und auch dein Like hilft mir und anderen. Dadurch werden die eben auch oder werden die Videos überhaupt erst gefunden. Also das ist immer wichtig. Dankeschön. Ja, also misch dir jetzt ein paar Farben an, den Wischer hast du bestimmt, geh ins Badezimmer, guck danach und wenn nicht, nimmst du einen Spachtel oder arbeitest mit einem Pinsel, ganz egal, also Hauptsache du machst jetzt was. Also los jetzt, Farben mischen und ran an die Leinwand und an deine Werkzeuge. Wenn du noch einen Tipp brauchst zum Farben mischen, dann schau mal in das Buch auf Seite 14. Da steht noch etwas über die Farbtöne und wie du die mischen kannst. Und ansonsten steht aber auch unter dem Video ein Link zu Farbtönen, die du nehmen kannst. Also viel Spaß mit dem Buch. Danke, dass ihr alle ja auch so einen positiven Kommentar zu dem Buch abgebt. Das freut mich voll und es hilft mir und natürlich auch vielen, vielen anderen, die das Buch eben so auch einfach finden. In der englischen Ausgabe ist immer alles 2 Seiten weiter. Und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar. Danke schon dafür und einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!